Mein persönlicher Tipp wäre eben auch, das mal anzuschauen, was einem erstmal zunächst vielleicht fremd erscheint, also eben um Neues zu entdecken, worauf man neugierig ist. Erstmal frage ich, welche Erwartungen Sie selbst daran haben an diesem Bereich. Ich sage immer, das ist der Spielball, den könnt ihr nutzen, ihr könnt gefühlt alles belegen und wirklich mal andere Fachkulturen kennenlernen. Da schaue ich natürlich erstmal, wie reagieren die drauf, was sind die eigenen Wünsche und anhand dessen schauen wir, wo soll es perspektivisch hingehen. Und dann natürlich irgendwie dieses Angebot ordnen danach, wo besonders diese eigenen Bedürfnisse liegen. Und ich würde sagen, das ist so ein Aushandeln immer dieser Argumente, was bringen sie mir wieder als Spielball mit rein, wo sie selber irgendwie vielleicht auch Schwächen, sage ich mal, oder ich sage mal, die Nicht-Stärken liegen, die man vielleicht noch ausbessern möchte, um dann daraus weitere Schlüsse zu ziehen, sei es in Bezug auf das Studium, um die weitere Ausrichtung und vielleicht darauf aufbauen, auch sogar Zertifikate zu belegen oder ähnlichem. Und das klären wir dann eben auch im Gespräch, was jetzt wirklich für die jeweiligen Ratsuchenden gut und richtig und interessant erscheint. Die Zertifikatskurse für Intercultural Trainerin und Intercultural Kompetenzen, das ist auf jeden Fall empfehlenswert, weil man sich viel mehr globalisiert und man ist bereit dafür, etwas Neues und etwas nicht eigenkulturelles zu erleben. Um euch bei der Wahl der für euch geeigneten Schlüsselkompetenzmodule zu unterstützen, gibt es an der Universität Göttingen unterschiedliche Beratungsstellen. Diese sind zum Beispiel die Studien- und Prüfungsberatung der Fakultäten, die zentrale Studienberatung, die zentrale Einrichtung für Sprachen- und Schlüsselqualifikation, kurz CES, oder der Career Service. Auf deren Websites könnt ihr euch zu den Modulen informieren. Ja, also alle, die hier an die Uni Göttingen kommen, ich kann euch nur empfehlen, belegt diese Schlüsselkompetenzen. Also geht vielleicht auch über die verpflichtenden Kompetenzen, die ihr machen müsst, hinaus. Schaut, was euch da interessiert und was euch auch irgendwie persönlich weiterbringt. Mir hat es sehr geholfen, ich kann es nur empfehlen.